Hallo Internet, hier ist euer Shitskater Alex. Heute gibt es eine Spezialsendung aus meinem warmen Wohnzimmer. Ja genau. Ich zeige euch, wie man sein Cryptape verschönern kann. Dazu habe ich hier so ein Manga-Mädchen ausgesucht. Oh ja. Draußen ist es momentan sowieso zu ungemütlich zum Skaten. Zumindest hier in Trier. Hier seht ihr noch ein paar meiner älteren Designs. Immer mit irgendeinem Manga-Thema. So bin ich halt. So, und schon geht's los. Dann öffnet man hier so ein Bildbearbeitungsprogramm, schneidet das ein bisschen zu und druckt das dann aus. Da kommt's ja auch schon. Hab's gleich zweimal gedruckt, falls was schief läuft. Da bin ich nicht geizig. Damit die Schablone auf dem Cryptape hält, habe ich auf die Rückseite doppelseitiges Klebeband geklebt. Hier am Rand auch noch. Und noch ein bisschen zurechtschneiden, genauso. Jetzt habe ich mit dem Cutter ein bisschen vorgeschnitten, damit ich mit der Schere reinkomme. Ich habe so eine runde Schere für extra scharfe Kurven. Zack, da ist der Kopf schon ab. Und nochmal ein bisschen vorschneiden mit dem Cutter. Weiter geht's. So, die Augen auch noch. Die feineren Details malen wir nachher von Hand nach. Noch den Pulli ausschneiden und dann geht's auch schon ans Aufkleben. Mittig justieren, schön ordentlich. Dann mit Malerkrepp den Rahmen fürs Bild abkleben. Wir wollen ja nicht das ganze Deck besprühen. Dann kleben wir das Mädchen auf. Zuerst den Pulli, jetzt die Haare. Für die Augen musste ich das restliche ausgeschnittene Gesicht als Hilfe nehmen. Ich hätte dies sonst niemals ordentlich positionieren können. Da bin ich zu doof dafür. So, kleiner Ortswechsel auf den Balkon. Sprühen sollte man immer im Freien. Schön den Boden bedeckt mit Pappe und jetzt noch den Rest vom Skateboard abkleben. Jetzt kommt der spaßige Teil, das Sprühen. Ich halte da einfach drauf. Oh, da fliegt meine Vorlage auch schon weg. Da seht ihr auch, dass ich an der frischen Luft bin. Dann kleben wir es mal fest. Oder doch nicht. Klebeband draufstellen reicht auch. Und jawohl, weiter geht's. So muss das sein. Der Pulli soll nicht ganz so weiß werden, deswegen entfernen wir die Schablone jetzt. Erst noch föhnen, damit es schneller trocknet. Sehr schön. Kriegt ihr auch noch etwas Lack ab. Oh, jetzt können wir alles abmachen hier. Sehr schöne scharfe Ränder sind das. Und die Augen auch noch. Jawohl, weg damit. Hier der Teil macht mir nicht so viel Spaß, da ich nicht so gut Freihand malen kann. Aber dadurch wird das Bild erst richtig gut. Die ganzen feinen Details kann man gar nicht so ausschneiden. Habe ich extra heute noch neue Eddings gekauft. Von den Werbeeinnahmen natürlich finanziert.
Hier, selbst für den Mund brauche ich eine kleine Schablone. Sicher ist sicher. Nachher ist der Mund auf der Stirn oder so. Das wollen wir ja nicht. Schön die Augen, Wimpern, all das Zeug. Und die Augenbrauen. Mini-Nasenlöcher und ab geht's. So, da ist es auch schon fertig. Sieht doch super aus, oder? Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die natürlich in den Kommentaren stellen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben. Das war's dann auch schon wieder von mir. Bis zum nächsten Mal, euer Shitskater Alex. Tschüss.